Last but not least, Last but wir not kommen nun zum least, vierten this Beitrag, brings auch us zum to Thema the Wasserstoff, fourth aber nicht nur paper also on the Einspritze oder in der topic of Brennstoffzelle ist wichtig, hydrogen, sondern auch die not only Speicherung. Und da injection ist and gerade fuel cell is auch important, das but Thema also storage, and Flüssigspeicherung ein particularly Thema. liquid Schon im storage letzten is Jahr a im topic. virtuellen Last year Symposium in hat our unser virtual Dr. symposium, Winklhofer hier Dr. den Winklhofer was Entwicklungsstand so damals noch kind als sehr to früher share the gezeigt. status of Bin development at the gespannt, was time Sie it was heute in uns its zeigen initial können. stages, and I'm really looking forward on what you are Von going der to show us SAG today. Innovation So he is zum from Thema SAG Innovation, eben and Flüssigwasserstoffentwicklung. he will Ich discuss the darf auch hier topic den of Vortragenden kurz liquid vorstellen. Dr. hydrogen Winklhofer development. Dr. hat nach Winklhofer seinem studied FH-Johanneum-Studium in Graz at the eine University of Dissertation Applied angeschlossen Sciences, an der TU Johanneum in Graz. Graz. There Sein he did Gebiet his ist aber nicht PhD, klassischer but Automobil- he oder does not Antriebstechnik, focus on sondern classical beschäftigte automotive or sich etwa powertrain in der Dissertation technology, mit der but his Materialmodellierung, thesis focused on Tiefseesimulation material modeling und for hat crash es auch in seinem analysis. Berufsleben, wenn ich so sagen darf, dann fortgesetzt, He eben als continued Salzburger Aluminiumgruppe with SAG, process wo er sich simulation mit of Crash- aluminum und sheet Ermüdungsanalyse metal von forming at elevated Leichtbauanwendungen temperatures, beschäftigt and hat. this is what he Gerade continued at Salzburger Aluminum Produktentwicklung im Bereich SAG, Aluminiumguss, crash teilflüssigen and Zustand, fatigue und genau hier analysis, aluminum ist development in auch tätig, was partially den Speicher liquid betrifft. Seit status, and he 2017 leitet focuses er on die Forschung- und storage since Entwicklungsabteilung 2017. He und is heading ist the hier research and für verschiedene department and is Portfolios responsible for a wide verantwortlich. range Aber of product konkret genau portfolios. dieses Thema And specifically about this topic, he will Ja, speak danke to für us die nette today. Einführung. Thank you meine very Damen und Herren. much Ich for darf this Sie kind recht herzlich introduction, begrüßen. ladies and Ich war gentlemen. vor A knapp warm 20 welcome. Jahren damals noch Some als Student 20 zum years ago, Motorsymposium schon I was a eingeladen und habe student, and I damals was gedacht, das wäre doch ein invited schönes to Ziel, take da part mal am in the Podium zu Motor stehen, und Symposium, heute and ist it es was soweit. one Ich of darf my im Namen der goals Firma to SAG be here on einen Vortrag halten. the rostrum, and Und das now I freut have mich the sehr. pleasure of Lassen Sie mich presenting a zuerst paper on mich bei meinen behalf of Mitarbeitern, allen SAG, voran Herrn Thomas and I'm Stepan, very der happy heute auch about im this. And Publikum I would ist, like to bedanken, thank der my einen wesentlichen co-authors, Beitrag Thomas zu dem Stepan, who Manuskript is und der also here in Präsentation our meeting. He made a beigesteuert hat. substantial Der Titel des contribution Vortrags ist to this Kompatibilität von contribution and the Flüssigwasserstoffspeicherung paper. mit Well, the focus is Brennstoffzellen und compatibility of liquid Verbrennungskraftmaschinen. hydrogen Wir haben schon storage, einiges fuel gehört cells, and über die internal combustion engines. Leistungsaggregate, Well, we've heard a lot Brennstoffzellen und about Verbrennungskraftmaschinen. the power Und der machines, Vortrag fuel rundet cells, die and I Vorträge meiner believe Vorredner that bzw. my paper ergänzt will round off diese or dann im complement Detail. the presentations Wir given by haben, the das previous Thema hat einiges an speakers. Interesse im letzten Jahr vor allem Last year, this erzeugt. topic Wir haben actually einige attracted Anfragen some dazu bekommen interest, und and haben we gemerkt, got das some Thema requests, Thema and we noticed Flüssigwasserstoffspeicherung that the topic ist of liquid etwas eine hydrogen Blackbox, storage und seems to darauf be möchte some ich heute kind of a black Licht werfen, box, Ihnen and I das want to Thema shed some näher zu light bringen. into this black Der box Vortrag today. ist wie folgt My strukturiert. paper is structured Als as erstes follows. möchte So ich first Ihnen of all, die I would Anforderungen like an to den focus the Wasserstoffversorgungsdruck von requirements in terms Brennstoffzellen of und hydrogen supply Verbrennungskraftmaschinen pressure etwas näher demand bringen. for Dann werde fuel ich die cells State-of-the-Art and fuel Speichertechnologien vorstellen. powertrains. Das Then ist I die will Hochdruckspeicherung focus und on die storage, Flüssigwasserstoffspeicherung. high pressure Dann werde storage ich and den liquid SAG hydrogen LH2-Tank im storage. Detail Then vorstellen. I will Den present habe the ich bereits letztes Jahr am Motorsymposium eingangs schon GLH2 erwähnt, tank, and vorgestellt. as mentioned Dazu in the gibt es ein paar neue beginning, Details I und Informationen. introduced it Dann werde ich im last year, but I Speziellen have auf some den more Einfluss updated des detail to Drucks share im with you Innentank today, and then I auf will das focus Design on the und die pressure in Funktionalität the so eines tank, on design and Flüssigwasserstofftanks im functionality Detail of a liquid eingehen. hydrogen tank. Dort, wo der Druck And nicht direkt where aus dem Tank the zur Verfügung pressure gestellt werden is kann, not muss man provided auf einen directly Kompressor from the zurückgreifen. Da tank, gibt you es have to verschiedene use a Konzepte, compressor, and die a ich number darstellen of werde. Und concepts zum I Schluss will werde ich also den share Vortrag with you, mit and einigen then I will end with Keypunkten noch a brief abrunden. conclusion focusing on the key Zur aspects. Wasserstoffdruckversorgung A few words Anforderungen about von the Verbrennungskraftmaschinen supply bzw. pressure Brennstoffzellen. Das wurde von meinem requirements Vorredner of schon recht ICEs or ausführlich fuel dargestellt. cells. Für die This has already been Saugrohreinspritzung muss presented man by the lediglich den previous Differenzdruck speakers im for the Ansaugtrakt überbrücken. intake Da genügen zwischen 3 injection. und 10 You Bar, um den need Wasserstoff between im 3 to Saugrohr 10 bar einzuspritzen. Für in die order to Direkteinspritzung inject the ist es hydrogen into etwas the intake komplexer. manifold. Je For the später, dass direct der injection, Wasserstoff it's a bit im more complex. The Kompressionstrakt later eingespritzt wird,
Luft, it desto höher is wird auch injected der into the compression stroke, Einspritzdruck. the higher Davon the profitiert compression die pressure has to Effizienz be. des Motors, Efficiency die of the engine Anforderungen an die benefits of that, Druckversorgung des and the Tanksystems requirements werden aber to deutlich pressure supply komplexer. of the tank system will become even Für more die complex. Brennstoffzelle For the ist es fuel etwas cell, einfacher the geartet. system is a Da bit benötigt more es in der simple. Theorie In lediglich einen sehr theory, geringen you Druck, require um only die a very low Reaktionsgase, pressure also allen voran den in order to Wasserstoff, make sure durch that den the Stack zu reactive drücken. gases, Da in other reichen in der words, first Theorie of all etwa nur 1 hydrogen, are bis 3 pressed bar. through the Jetzt ist es stack. aber In so, dass so theory, eine 1 to 3 Brennstoffzelle bar auch are enough, but such a Zusatzaggregate fuel hat, cell also has die der auxiliaries. Wasserstoff überbrücken muss. And Das ist allen voran the der hydrogen has to Wasserstoffinjektor overcome them. und So auch das first of all, the injector and Anode-Rezirkulationsgebläse, the das für einen anode Druckverlust sorgt. recirculation Dadurch blower, ist which der lead to pressure Wasserstoffversorgungsdruck reduction, mit 6 and bis thus the 16 bar supply etwas pressure höher is als in 6 Theorie to 16 möglich bar, and wäre. therefore needs to be a bit higher than Ja. in theory. Da ist das nochmal in einem Diagramm And here you aufgetragen, see wo wir da the liegen. Das ist chart auf einer where logarithmischen we Skala. Wie are. So gesagt, this für is die a PEM-Brennstoffzelle logarithmic und die Saugereinspritzung chart liegen wir da of bei sehr PEM niedrigen fuel Drücken, cell and idealerweise for unter fuel 10 bar. injection. Für die Pressure is low, almost Direkteinspritzung ideally reicht es below 10 bar for direct von Low Pressure Direct injection. Injection There you bis have High Pressure Direct Injection low pressure von direct knappen injection, 15 high bis pressure zu direct 300 injection. So bar this covers the für range from 15 eben to some Hochdruckeinspritzung 300 sehr bar spät im for high Kompressionstakt. pressure injections at a very late point in time in the Welche compression stroke. So what type Wasserstofftechnologien gibt es jetzt, um diese of Drücke direkt aus storage dem supply Tank solutions are bereitzustellen? available Auf in der order to linken Seite provide sind such a es die pressures direct konventionellen out of the tank. On the Hochdruckspeicher, left-hand side, the einmal conventional bei high 350 pressure bar, storage, einmal bei 350 In bar, diesem Bild sieht man 700 auch sehr bar. Here in gut these den pictures, Unterschied in you der see the Wandungsdicke. difference in terms Also das of sind the einiges an wall Lagen von CFK thickness. notwendig, um So diesen some hohen Druck Herr work zu is werden. Da necessary gibt es in order typische to Behälter dafür, Typ 3 ensure that mit you einem manage this high Aluminium-Inliner, pressure. So der das this is Ganze type dicht 3 hält, und Typ 4 aluminum Behälter mit einem inside a liner, and then Polyethylen-Inliner. we have Die type 4 Alternative dazu wäre polyethylene die inliner. Flüssigwasserstoffspeicherung. Alternative Dabei is handelt es liquid sich um einen hydrogen doppelwandigen storage. This is a metallischen Behälter, double-walled der metal mit einem container, Hochvakuum and there we sehr have gut isoliert ist. high vacuum insulation, and this works very well. Die typischen So the Spezifikationen dieser typical Tanks unterscheiden sich wie specifications folgt. of these tanks Naturgemäß differ handelt as es is sich um written 350 here. bzw. So 700 Bar it is Behälter. 350 Bei der or Flüssigwasserstoffspeicherung ist der Druck 700 bar wesentlich geringer containers. For mit in liquid, unserem the Fall storage maximal pressure is 16 lower. Bar. In our case, Die maximum Temperatur des 16 bar. gespeicherten The Mediums liegt bei der temperature of the stored Hochdruckspeicherung bei medium for high Raumtemperatur. pressure Bei der storage is Flüssigwasserstoffspeicherung ambient ist es room deutlich temperature. weniger, For da liegen wir eben liquid, bei minus it is less 250 minus Grad im Flüssigwasserstoffbereich. 250 degrees in the liquid Die hydrogen. volumetrische Energiedichte Field nimmt volumetric mit dem energy Druck natürlich density deutlich zu. clearly Für die increases as Hochdruckspeicherung bei der pressure increases for Flüssigwasserstoffspeicherung high pressure kann man for das Ganze liquid nochmal um ca. hydrogen, high pressure storage. 20% erhöhen. You can Also die increase that by some volumetrische, 20%. also die So gravimetrische both the Energiedichte ist volumetric nochmal and the deutlich gravimetric höher wie bei der energy Hochdruckspeicherung. density is clearly higher than with Die the high pressure storage. Kostenabschätzungen, die es cost zurzeit gibt, diese estimation that are Zahlen kommen currently nicht von uns, die available, wurden von CNH it was not us to calculate these abgeschätzt, figures, but legen CNH zurzeit nahe, assessed dass these der figures. vollmetallische Costs Behälter suggest doch that the nochmal fully deutlich metal günstiger ist container bezogen is auf jedes gespeicherte clearly more Kilogramm favorable Wasserstoff. priced. Die Vorteile in liegen auf der relation Hand. to Bei der every stored Hochdruckspeicherung kilogram hat of man den hohen hydrogen Druck with high bereits pressure zur Verfügung. storage. You already Ein have the high weiterer pressure Vorteil des available. Systems ist Another gleichzeitig benefit der of the größte system Nachteil der is at the same time Flüssigwasserstoffspeicherung, its und das major ist der disadvantages sogenannte of Boil-off-Effekt. liquid hydrogen Boil-off storage, ist, and this is man the kann den boil-off effect. Flüssigwasserstoffbehälter this nicht means unendlich gut that the isolieren. Das liquid heißt, man hydrogen hat einen container Wärmeeintrag, cannot infinitely der den flüssigen well Wasserstoff be langsam, aber insulated, so have sukzessive some verdampft. heat Dadurch kommt es zu einem inlet, and Druckaufbau this im leads to Behälter a slow und der muss but durch gradual Sicherheitsventile abgelassen evaporation, werden. and you need to Und das ist reduce eben the der pressure, and Boil-off-Druck, you und die require Hold-Time some ist die safety Zeit, die valves, vergeht, and bis the zum hold ersten Mal time Wasserstoff is abgelassen the werden muss. time which Die passes Vorteile des until for the first time you have Flüssigwasserstoffspeichers to let sind out hydrogen. sehr The schnelles benefit und of sehr liquid energieeffizientes storage Betanken quick and energy und efficient, the refueling uneingeschränkte and Recyclingfähigkeit.
was ihn vom limited Hochdruckspeicher recycling deutlich unterscheidet. capabilities, and this is a clear difference as compared to the high pressure storage. Im Detail sieht der Well, in SAG-Flüssigwasserstoffspeicher so aus. Ich habe das Bild bereits letztes Jahr hergezeigt. Damals war es nur ein Konzept. Mittlerweile hat der Tank das Licht der Welt erblickt. Die Komponenten sind getestet. Der Tank ist sehr erprobt und wartet auf seinen Einsatz in einem schweren LKW. Die äußeren Abmaße sind für den Einsatz auf einem Sattelschlepper optimiert. Der typische nominale Arbeitsdruck bzw. der maximale Arbeitsdruck liegt bei 6 und 16 bar. Und das ist diese Druckdifferenz, die wir dazu verwenden, um die Holdtime zu verlängern bzw. den Boil-off zu verzögern. Die Wahl dieser Druckniveaus ist ausschlaggebend für alle weiteren Eigenschaften des Tanks. Das betrifft das Tankvolumen, das Gewicht des Tanks, vor allem die Holdtime und die Kapazität. Und da sind sehr oft Fragen unserer Kunden aufgetaucht, ja, könnt ihr nicht einfach den Druck im Tank erhöhen, um die Holdtime hinauszuzögern und die Kapazität im Tank zu erhöhen? Und so einfach geartet ist es leider nicht, und das werde ich jetzt im Detail noch erläutern. Wir haben dafür ein analytisches Modell aufgesetzt und mit NIST-RefProp-Stoffdaten für Wasserstoff gefüttert und den Tank auf diese Weise analysiert. Was Sie hier sehen, ist ein Diagramm, das das Gewicht des Tanks und die Holdtime über den maximalen Arbeitsdruck für verschiedene Arbeitsdrücke, nominale Arbeitsdrucke darstellt. Das erste, was man sehen kann, ist, das Gewicht des Tanks steigt naturgemäß mit steigendem Druck linear an. Das heißt, bei sehr hohen Drücken muss man auch mit einem sehr hohen Tankgewicht rechnen. Die Holdtime entwickelt sich wie folgt. Bei niedrigen Arbeitsdrücken, wie 5 bar zum Beispiel, sieht man mit zunehmendem Arbeitsdruck einen deutlichen Anstieg der Holdtime, auch schon bei niedrigen Drücken, bis zum kritischen Druck von Wasserstoff bei ungefähr 13 bar. Dort ist der Phasenübergang von zweiphasig auf einphasig. Im Zweiphasengebiet hat man die Flüssigphase dafür zur Verfügung, die Verdampfungsenthalpie als Wärmesenke zu nutzen, und das kommt einem eben sehr dabei entgegen, die Holdtime zu verlängern. Hingegen im einphasigen Gebiet kommt es zu keinem deutlichen Anstieg der Holdtime mehr. Das ist dem geschuldet, dass man einerseits auf den Effekt der Wärmesenke des flüssigen Wasserstoffs verzichtet, andererseits steigt mit steigendem Tankgewicht auch die Anforderungen an die Lager des Innentanks. Diese müssen verstärkt werden, dadurch steigt der Wärmeeintrag und dadurch verringert sich wiederum die Holdtime. Mit zunehmendem Arbeitsdruck verringert sich die Differenz zwischen Arbeitsdruck und maximalem Arbeitsdruck. Dadurch hat man eben weniger die Möglichkeit, den Boil-off hinauszuzögern, und damit sinkt die Holdtime relativ schnell. Zusammenfassend kann man sagen, wenn man eine minimale Holdtime von ungefähr 2 Tagen, was gerade noch sinnvoll ist für ein Nutzfahrzeug, ansetzt, dann ist der nominale Arbeitsdruck mit ca. 15 bar begrenzt und der maximale Arbeitsdruck mit 30 bar. Also in diesem Druckfenster können wir uns bewegen und Wasserstoffleistungsaggregate direkt aus dem Tank mit Druck versorgen. Der nächste Aspekt wäre die Tankkapazität bzw. gravimetrische Energiedichte, die wir hier nochmals über den maximalen Arbeitsdruck aufgetragen haben. Zuerst kann man sehen, mit steigendem maximalen Arbeitsdruck sinkt auch die Wasserstoffkapazität. Das hat damit zu tun, mit steigendem Druck muss man, wie gesagt, die Wandstärke erhöhen, dadurch verliert man an Innentankvolumen. Des Weiteren sinkt die Kapazität mit zunehmendem Arbeitsdruck. Das ist dem geschuldet, dass eben ein gewisser Druck im Tank verbleiben muss, den man dem Wasserstoffleistungsaggregat zur Verfügung stellen muss, und diesen kann man schlussendlich nicht verwenden. Eine Möglichkeit wäre, den verbleibenden Wasserstoff im Tank noch etwas aufzuheizen, dadurch den Druck zu erhöhen und länger den Druck bereitstellen zu können. Das hat aber
aber wiederum den Nachteil, dass man bei der Betankung den Tank wieder einkühlen muss und das macht die Betankung deutlich schwieriger. Die gravimetrische Energiedichte sinkt außerdem ebenfalls mit steigendem Tankdruck und in einem Bereich von 30 Bar Arbeitsdruck ist der bereits in der Nähe von einem 700 Bar Speicher, also ab dort macht auch die Flüssigwasserstoffspeicherung keinen wirklichen Sinn mehr. Um diese Folie ebenfalls abzuschließen, Summarizing this slide, you can say by way of conclusion regarding the hydrogen capacity, 30 bar maximum operating pressure is the limit, and beyond 15 bar, so the negative impact in terms of capacity means that the concept cannot be used in a meaningful manner. Die relativ niedrigen Brücken aus dem Tank nicht mehr direkt dem Wasserstoffleistungsaggregat zur Verfügung stellen kann, muss man für Hochdruckanwendungen eine Pumpe mit dazwischen schalten. Und dabei gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben auf diesem Diagramm die notwendige Energie für die Kompression von Wasserstoff von 2 auf 30, 60 bzw. 300 Bar aufgetragen. Das sind so typische Einspritzdrücke für Niederdruck, Mitteldruck und Hochdruck. Injection pressure for low pressure, minimum and high pressure injection. In der Flüssigphase ca. 30 bis 80 Mal effizienter ist wie die Verdichtung in der Gasphase bei Raumtemperatur. In the gaseous phase at ambient temperature, some other opportunity was to use the colder saturated cryogenic gas and compress that. This would also be an opportunity, but in principle it makes sense with a view to efficiency to compress the hydrogen in the liquid phase. The majority of the energy for compression in the hot phase verwendet werden muss. Needs to be used in order to cool down this compressor. Wir haben dafür jetzt einmal so ein typisches Konzept für einen Hochdruckverbrennungsmotor aufgetragen mit ungefähr 300 Kilowatt bei 300 Bar Einspritzdruck. Dieser wird gespeist von einem Hochdruckspeicher von 700 Bar. Jetzt ist es aber so, dass Sie diesen Speicher natürlich auch bis zu einem geringen Druck entleeren wollen, um eine ausreichende Reichweite des Fahrzeugs sicherzustellen und den Differenzdruck zwischen den 10 Bar, bis zu dem Sie den Behälter entleeren wollen, und den 300 Bar, die an der Verbrennungskraftmaschine anliegen sollen, brauchen Sie einen Verdichter mit einem sehr hohen Massenstrom und einer sehr hohen Leistung. Und diese kann in maximaler Ausprägung bei ca. 36 Kilowatt liegen, und das sind mehr als 10% des Leistungsvermögens des gesamten Systems. Und das ist für eine Heavy-Duty-Anwendung nicht effizient und deswegen wahrscheinlich nicht zielführend. Außerdem muss man dazu sagen, die schiere Größe eines solchen gasförmigen Verdichters und dessen Gewicht wäre auf einem schweren LKW wahrscheinlich nur schwer unterzubringen. Be very difficult to place on a heavy-duty vehicle. So we need to develop an alternative, and the alternative is to feed a higher pressure internal combustion engine from liquid storage. The storage is between 2 and 16 bar. And the pressure difference between the high pressure injection system and the tank can be bridged using a cryogenic pump. Since compression in the liquid state is much more efficient, this pump in theory can take output of just 3 watt, and this is 1% of the entire system, and this is something which is feasible. Eine solche Pumpe gibt es in der Form
aktuell noch nicht. Also das ist zurzeit noch Umfang der angewandten Forschung. Die größten Herausforderungen dabei sind die Dichtungstechnik, der Wärmeeintrag in den Tank durch diese Pumpe und die Wartung einer solchen Pumpe, die wahrscheinlich relativ aufwendig ist. Alles in allem sei gesagt, also die Effizienz dieses Systems ist deutlich besser, wenn man die Verbrennungskraftmaschine aus einem Hochdruckbehälter versorgt, hat man einerseits natürlich den Vorteil der höheren Effizienz der Hochdruckeinspritzung, andererseits natürlich die Effizienzeinbußen durch den gasförmigen Kompressor. Damit komme ich auch schon zum Ende meines Vortrags und möchte mit ein paar abschließenden Bemerkungen beenden. Allen voran möchte ich darauf aufmerksam machen, dass so ein Flüssigwasserstoffsystem dann effizient betrieben werden kann, wenn der Druck im Tank so niedrig wie möglich ist. Damit kann man sowohl die Holdtime als auch die Kapazität im Tank maximieren und die maximale Reichweite auch für das Fahrzeug erzielen. Tatsächlich wäre die effizienteste Lösung sogar, den Druck im Tank nur knapp über atmosphärischen Druck zu halten und die Druckdifferenz zum Wasserstoff-Leistungsaggregat mit einer kleinen Kryopumpe zu überbrücken und damit eben die maximal mögliche Holdtime-Kapazität zu erzielen. Nichtsdestotrotz kann man 15 bis 30 Bar aus so einem Behälter, einem Wasserstoffleistungsaggregat zur Verfügung stellen. Für Hochdruckanwendungen ist die gasförmige Speicherung als auch die Kompression unserer Meinung nach nicht zielführend und eine Flüssigwasserstoff-Hochdruckpumpe muss bis dato erst entwickelt werden. Und abschließend nochmal stellt unserer Sicht auch die Kombination von einem Flüssigwasserstofftank mit einer hocheffizienten Brennstoffzelle und auch einem Wasserstoffverbrennungskraftmotor mit Saugereinspritzung oder sogar Niederdruck-Direkteinspritzung eine sehr effiziente Lösung dar. Damit können sehr hohe Reichweiten am LKW erzielt werden. Und deswegen denken wir, dass auch die Flüssigwasserstoffspeicherung ihre Berechtigung hat. Abschließend möchte ich an der Stelle noch die Brennstoffzellenhersteller motivieren, den Eingangsdruck an der Brennstoffzelle so niedrig wie möglich zu halten, um damit alle Vorteile des Flüssigwasserstofftanks ausschöpfen zu können und so die Reichweite des LKWs, also die Wasserstoffspeicherkapazität und die Holdtime zu maximieren. Danke, so viel zu meinen Ausführungen und ich freue mich auf Fragen. Thank you very much, Mr. Winklhofer, for this clear and very detailed presentation of your developments and the design you have presented. Are there any questions in the chat? Yeah, thank you very much for this interesting presentation. What I wanted to ask, the benefit of the cryo-storage technology is opposed by the disadvantage that the energy used in order to cold liquefy it is higher than the tank. So I'm aware of some 30%. So why do you nevertheless give preference to this cryogenic technology? Is it just a higher storage density? Is this the main argument for embarking on this path? Although you lose 30% of the energy to liquefy the hydrogen? Well, I'm aware of the figures, yeah. For high pressure compression, you need some 15% of the energy content of hydrogen. To liquification, you achieve some 25, so this is 10% gap. But if you subtract or if you involve the transport parts for hydrogen, then they meet on a level. Because if you compress hydrogen, then you can transport more in one tank to the refuel point. And for the truck OEMs, the most important argument is that the volumetric energy density is much better than for high-pressure storage. A similar question.
Professor Rottengruber, in the meantime, show you the energy required for cooling, and then to make sure that the system remains on the necessary energy level, temperature level, also the energy that this is necessary to maintain the temperature, what energy is necessary. Oh, there's nothing as necessary. The system is not actively cooled, so this is highly efficient to make sure that the hydrogen keeps its low temperature, but no energy is necessary to maintain the hydrogen at a cold level. Yeah, as long as your insulation is good. Yes, definitely. Yeah, from University of Magdeburg. Thank you for this interesting presentation and the beautiful presentation that liquid hydrogen storage is best if you reduce the pressure. But what I missed is the technology of the cryo-compression tank. Lawrence Livermore around the years of 2000 developed, and BMW also worked on that. Why did you not involve this technology? Because I believe that some of the problems you have presented could be solved by that. It's a very complex technology, but you can increase the pressure level and even achieve the liquid storage levels or get close to them. Yeah, sure, we are aware of this technology. Yes, this technology most of all solves one problem, and this is the hold time issue, the boil off. Yeah, but you have answered the question yourself. The technology is highly complex, and we assume that you rather need to solve more problems with this technology than having benefits. So you have the high pressure container in a highly vacuum insulated container, and early hydrogen storage involves a lot of efforts, and if you combine that with high pressure technology faces us with challenges we do not want to solve on a truck. But you would rule out problems of breakdowns because of boil off, and at the time BMW dealt with that. I know that trucks have a different usage profile, but thank you very much for giving the reasons why you do not use this technology. Dr. Schaller, just a question. When you compared the compression storage and the selection and the dimensioning of the compressor, you chose 10 bar as empty pressure. When you double the pressure for a gas, then you require the same level of energy. But when you say a 700 bar tank is empty, when you have just 70 bar, and you have to double it twice. Then if you say it's empty at 10 bar, then you have to double that figure 5 times. So the volume of energy and the dimensioning of the compressor depends on why and how you define an empty tank. Yeah, I just touched on that. We want to empty the container as much as possible because we want to maximize the range. If you cannot reach the range you want, then you compete with battery electric vehicles. And we just wanted to present the benefits of hydrogen. The 10 bars are a low value. Yes, I have to add that, but you need to put that into perspective. If you have a 700 bar container and a 300 bar high pressure injection system that has to be fed, then you can only empty it until 300 bar, then you still have 50% of the hydrogen you use in an empty system. And if you have a 350 bar container and reduce it to 50, then you travel around with 20% of the content in an empty stage. And we wanted to operate the system as efficiently as possible. Well, sure, since you present liquid hydrogen, yes, we know that you can also empty it until 50 bar, but we wanted to make sure that we utilize it as best as possible. Yeah, maybe a question on the with LNG. There are 300 bar cryopumps. Do you want to use these?
in order to solve the problem? No. Also LNG is between 160 and 180 degrees to be stored. Minus 250 degrees is for hydrogen. Hydrogen is small and evasive, and the compression technology differs, and requirements in terms of low temperatures is highly complex. In terms of complexity, this is really difficult. A few words about the costs. Slide 4. So systemic costs, whether these costs are including operating costs. No, these are just the costs for storage. And the final question, cost comparison, 700 bar pressure with liquid. So we assume that liquid hydrogen storage is clearly more favorably priced than a 700 bar high pressure system. I gave the CNH figure. This is costs which are by 35% lower. So this is a very favorable outlook. Yeah, the container consists of metal and the other consists of carbon fiber. This has a cost impact. Thank you very much, Dr. Winklhofer, for your detailed presentation and the discussion.